Ins Ausland umziehen und ein Einzelunternehmen in Deutschland behalten. Macht das Sinn? Führt das zu steuerlichen Problemen oder nicht? Damit wollen wir uns einmal in diesem Video hier näher befassen. Immer wieder gibt es Situationen, wo Mandanten ein Einzelunternehmen in Deutschland haben und dann ins Ausland umziehen wollen und eigentlich das Einzelunternehmen nicht so ohne weiteres einstellen können. Vielfach handelt es sich dabei nicht um irgendwelche Beratungsunternehmen, sage ich jetzt mal, die man dann eben im Ausland fortführen möchte, sondern um Geschäfte, die einen starken lokalen Bezug haben und eine wirkliche Betriebsstätte in Deutschland haben. Als Beispiel könnte man zum Beispiel ein Hotel nennen, was Mandanten von uns in Deutschland betrieben haben. Oder wir haben zum Beispiel einen anderen Mandant, der auf einer der deutschen Nordseeinseln hier ein Liegestuhl-Business betreibt. Also dort werden Liegestühle aufgestellt und vermietet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn ich ins Ausland umziehe, führt das dann zu möglichen steuerlichen Problemen in Deutschland oder auch im Ausland? Nun, grundsätzlich muss man sagen, dass es problematisch ist, wenn du in Deutschland ein Einzelunternehmen weiter betreibst. Und warum ist das problematisch? Das hat zwei Gründe. Und diese zwei Gründe können dazu führen, dass du zum einen laufend doppelt Steuern bezahlen musst und dass du dann hier auch einmalig in Deutschland eine ziemlich hohe Entstrickungssteuer bezahlen musst. Also das erste Problem ist eben die sogenannte Entstrickungsbesteuerung. Wenn du ein Einzelunternehmen in Deutschland hast, insbesondere ein Einzelunternehmen, was ganz stark an deiner Person hängt, zum Beispiel eine Beratungstätigkeit oder sowas, und du führst dieses dann aus dem Ausland fort, dann wandert ja die Betriebsstätte von Deutschland ins Ausland und dann sagt der deutsche Staat im Grunde genommen, naja, wenn du das machst, dann musst du hier den Wert dieses Wirtschaftsgutes, das du ins Ausland übertragen hast, Stichwort Funktionsverlagerung, in Deutschland versteuern. Wert dieses Wirtschaftsgutes könnte zum Beispiel sein, der Durchschnittsgewinn der letzten 3 Jahre mit 13,75 multipliziert. Hast du also einen Durchschnittsgewinn der letzten 3 Jahre von 100.000 Euro, dann liegen wir bei einem Wert von 1,375 Millionen. Darauf darfst du dann Einkommensteuer in Deutschland bezahlen. Also, das ist eine einmalige Sache. Das ist die Entstrickungsbesteuerung. Aber dann haben wir auch das Risiko, dass die Gewinne dann doppelt versteuert werden müssen in Deutschland und im Ausland. Denn wenn in beiden Ländern eine Betriebsstätte angenommen wird, dann haben ja beide Länder dann den Anspruch, hier diese Gewinne auch zu versteuern. Also in der Regel ist es mit einem hohen steuerlichen Risiko verbunden, ein Einzelunternehmen in Deutschland zu betreiben und dann einfach so ins Ausland zu wandern. Jetzt hatte ich ja vorhin 2 wunderschöne Beispiele gebracht, nämlich einmal ein Hotel und einmal ein Liegestuhl-Business. Ist auch bei diesen Unternehmen hier die gleiche Problematik gegeben, die ich gerade eben geschildert habe, wo ich ja zum Beispiel von einem Beratungsunternehmen, Softwareentwicklungsunternehmen etc. ausgegangen bin. Nun, tatsächlich sieht es in diesen Fällen besser aus, zumindest wenn du einige Regeln beachtest. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass beide Unternehmen definitiv eine Betriebsstätte in Deutschland haben mit sehr viel Substanz. Also bei einem Hotel, da gibt es das Hotel, das Gebäude, da gibt es die Gäste, da gibt es Mitarbeiter, da ist schon wirklich was vorhanden. Da kann man nicht so einfach sagen, ich verschiebe jetzt hier diese Betriebsstätte ins Ausland. Ja, also das lässt sich ja logischerweise beim Hotel nicht machen. Bei dem Liegestuhl-Business ist es genau das Gleiche. Also hier bin ich ja abhängig von den Verträgen, die ich lokal habe. Ich habe wiederum Mitarbeiter, die Liegestühle aufstellen. Meine Kunden sind alle lokal, die liegen dort am Strand in Deutschland. Also auch das ist ein Business, was ganz klar eine Betriebsstätte in Deutschland hat. Das heißt, hier gibt es natürlich nicht das Thema der sogenannten Entstrickung, denn da wird ja letztlich nichts entstrickt, wenigstens in den meisten Fällen nicht in diesen Beispielen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was, wenn der Eigentümer hier ins Ausland auswandert. Einen Punkt gibt es noch, der hier noch wichtig ist. Es müsste tatsächlich so aufgestellt sein, dass du als der Eigentümer im Ausland keinerlei geschäftsleitende Tätigkeiten für dieses Unternehmen wahrnimmt. Denn wenn du das tust, dann würde trotzdem im Ausland eine sogenannte Vertreterbetriebsstätte ausgelöst werden. Das hat dann steuerliche Konsequenzen, die sind unangenehm im Ausland. Das heißt, du musst wirklich sicherstellen, dass du kompetente Mitarbeiter in Deutschland hast, die sich um das ganze Unternehmen kümmern. Du bist hier nur passiv in dieses Unternehmen involviert, wenn du im Ausland bist. Du bist der Eigentümer, du bekommst natürlich die Gewinne. Die Gewinne werden in Deutschland steuerpflichtig sein und damit hat sich dann das Ganze. Du könntest allenfalls noch sagen, dass du bestimmte Geschäftsleitungsentscheidungen, weiß ich, Neuinvestitionen, Gespräche mit der Bank etc. pp.,
dass du dich darum kümmerst, wenn du in Deutschland bist. Das solltest du dann auch in Deutschland hier genau dokumentieren. Das heißt, hier solltest du dann tatsächlich auch klarstellen, dass Deutschland Ort der Willensbildung ist, dass du entsprechende Protokolle hast, dass du sagst, so hier, wir haben uns heute getroffen. Manche Mandanten stellen sogar sicher, dass ein Anwalt dann anwesend ist, der das Ganze dann auch nochmal bestätigen kann. Ja, wir hatten ja ein Meeting, wir haben diese Punkte diskutiert, wir haben uns mit der Bank getroffen. Das ist sicherlich keine schlechte Idee oder vielleicht auch ein Notar oder sowas. Ja, also damit hat man dann schon eine gute Dokumentation in der Hand. Aber wichtig ist eben, dass du zeigst, dass das alles in Deutschland stattfindet und nicht, wenn du im Ausland bist. Somit wird dann im Ausland auch keine Betriebsstätte ausgelöst. Das Gleiche gilt natürlich auch für zum Beispiel Banküberweisungen und sowas. Ja, wenn du aus dem Ausland Banküberweisungen machst, dann muss man sagen, dann liegt dort eine Vertreterbetriebsstätte vor. Das heißt, auch das solltest du in jedem Fall vermeiden. Du musst wirklich kompetente Mitarbeiter in Deutschland haben, die sich um das Tagesgeschäft kümmern können. Ansonsten wirst du hier in Probleme hineinrutschen. Steuerlich, wie gesagt, ist es so, dass diese Einkünfte nur in Deutschland dann in der Regel zu versteuern sind. Insbesondere wenn es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, sind die in der Regel so verfasst, dass dann in deinem Wohnsitzland, in deinem neuen Wohnsitzland keine Steuern zu zahlen wären, sondern eben nur in Deutschland. All das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich besonders relevant, wenn es um Hochsteuerländer geht. Wenn du jetzt auf die Bahamas ziehst oder auf die Cayman Islands oder möglicherweise auch noch Dubai, wobei da gibt es jetzt ja auch Steuern, dann ist das Ganze natürlich weitaus lockerer, weil es nicht dieses Risiko der Doppelbesteuerung gibt, und zwar der hohen Doppelbesteuerung, wenn es sich bei deinem neuen Wohnsitzland ebenfalls um ein Hochsteuerland handelt wie Deutschland. Also, mein Tipp an dich, besprich das Ganze mit deinem Steuerberater oder deinem Rechtsanwalt. Stelle sicher, dass du hier gut beraten bist. Wenn du ein Einzelunternehmen hast, das letztlich nicht an Deutschland gebunden ist, dann ist es immer besser, wenn du diesen Betrieb tatsächlich einstellst vor der Auswanderung und dann natürlich hier korrekt dokumentierst, wenn es sich um eine Funktionsverlagerung ins Ausland handelt. Dann zahlst du in Zukunft im Ausland Steuern, nicht mehr in Deutschland. Und wenn es sich eben um einen Betrieb handelt, der jetzt stark lokal verwurzelt ist, wo es im Grunde auf die lokale Betriebsstätte in Deutschland ankommt, dann sorge dafür, dass du kompetentes Personal hast und auf jeden Fall sehr viel Substanz in Deutschland. Bei den beiden Beispielen, die ich genannt habe, wird diese Substanz natürlich hier allein schon durch die Art des Businesses gegeben sein. Aber bei Unternehmen, wo das nicht der Fall ist, müsstest du eben sicherstellen, dass die Substanz in Deutschland vorhanden ist, wenn du dieses Einzelunternehmen weiter betreiben willst. Wenn auch das Themen sind, mit denen du dich befasst, die dich bewegen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wie kann ich auswandern? Wie kann ich mich im Ausland steueroptimiert aufstellen? Wie kann ich Steuerfallen in Deutschland und im Ausland vermeiden? Wie kann ich Vermögen im Ausland aufbauen und mein Vermögen schützen? Wie gesagt, ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link zum Beratungsgespräch hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich freue mich, auch dich demnächst zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.